Willkommen zurück auf der Baustelle. Mit 27 Jahren habe ich letztes Jahr auf der grünen Wiese meinen Hausbau gestartet. Auch wenn es sicherlich im Hang einige Herausforderungen gab, haben wir es geschafft, den dreistöckigen Rohbau inklusive Dachstuhl und Deckung zu errichten. Mittlerweile wurden die Fenster eingebaut, das Haus verkabelt, die Innenwände verputzt sowie die Fußbodenheizung verlegt. Und mit dem fertigen Estrich wurde letzte Woche ein Riesenmeilenstein erreicht. Heute mit einem etwas kürzeren Baustellen-Update, aber ich darf und kann euch heute die fertige oder fast fertige Rigipsdecke zeigen. Ich kann euch meine eingezogenen Zangen im Wohngeschoss zeigen, die jetzt von der Zimmerei die Woche gemacht worden sind. Es ist das WC, das zusätzliche WC in seiner Grundform, schon da und ihr könnt euch jetzt wirklich mal ein Bild davon machen, wie groß das alles sein wird. Und ich habe ein Fliesenmuster, das ihr vielleicht sogar so in der Form gar nicht erwartet hättet. Okay, liebe Leute, hier wie ihr seht, alles unverändert. Die Elemente sind immer noch im Guss, das heißt derzeit alles noch Stand der Dinge, wie eben auch das letzte Mal. Ich blende euch gern da nochmal die Aufnahmen ein, aber grundsätzlich wird sich da jetzt von der Optik von außen die nächsten Tage wieder super viel ändern. Warum, stellt euch vielleicht die Frage? Vor allem deshalb, weil das gesamte Haus noch einmal war sie schon mal komplett umhüllt und umreiht von Gerüstung oder Brüstung. Na, von Gerüst. Und jetzt wird das gleiche nochmal passieren. Das letzte Mal war das Gerüst ein bisschen weit eben beim Haus herbei oder dran auf Deutsch, damit man eben nicht runterfällt, wenn man als Dachdecker zum Beispiel am Dach herumläuft. Und das wird sich jetzt ändern. Jetzt hat es mehr Abstand dann zur Hauswand, weil dann der Vollwärmeschutz inklusive Schalung, Fensterbänke und so weiter dann drauf kommt. Aber wir werden sehen, wann das dann nächste Woche kommt. Es ist für Dienstag eingesagt, aber die lassen sich auch gern mal Zeit. Wir werden echt sehen. Ich würde sagen, wir springen aber jetzt direkt rein und zwar in das Penthouse. Also jetzt im Penthouse, auf der Ebene zumindest angekommen, bewegen wir uns durch das Stiegenhaus. Ihr seht über mir jetzt final tatsächlich mal die Rigips oder die Gipskartonplatten an der Decke befestigt. Ihr seht es, an der Stelle sind sie schon gespachtelt, da oben noch nicht. Das war also quasi ihr Gerüst, damit sie da eben auch wirklich drankommen. Das alles haben sie aber jetzt nicht weiter verarbeitet. Denn jetzt gehen wir da noch rein und schaut nach oben. Da ist jetzt der Flur auch schon soweit präpariert. Auch gespachtelt, aber noch nicht vollflächig gespachtelt. Das haben sie deshalb gemacht, weil es im Haus einfach verhältnismäßig noch zu feucht ist, quasi, weil der Estrich ist noch nicht ausgeheizt worden, sind bis jetzt noch nicht gekommen, die kommen jetzt nächste Woche und dann startet wirklich das Ausheizen von dem Ganzen. Würde man da jetzt schon reinfahren mit, ich sag mal 30 Grad hier ins Haus rein, dann würden diese gesamten Fugen und sowas total aufreißen, man hätte ein Riesenproblem, man hätte Setzungsfugen links, rechts, vor allem beim Rigips extrem und diese Arbeit wollen wir natürlich im Vorhinein vermeiden, deswegen haben sie da gesagt, okay, das machen wir jetzt mal nicht mehr weiter. Jetzt schauen wir da nach rechts oben, beziehungsweise in den Wohnbereich und da haben wir jetzt endlich einen geschlossenen Raum. Das erste Mal tatsächlich, denn bislang hatten wir hier immer die offene Decke beziehungsweise den Blick hoch bis in den Dachboden und jetzt, wie ihr seht, alles mit einer Zangenebene, dann hier noch ein paar Platten drauf geschraubt, dass das wirklich jetzt geschlossen ist. Wie immer, also auch besprochen und gesagt, alles mit Unterkante Fette quasi geschlossen. Und dieser Stahlträger wird dann nochmal dupliziert, um eben die Symmetrie hier auszugleichen, aber ummantelt mit Altholz. Das ist so die Geschichte hier drinnen. Ansonsten freut mich echt sehr, dass das jetzt so geworden ist. Und da schauen wir schon auf den Kubus, und zwar den Abstellraum. Und dahinter ist jetzt auch die Zangenebene drinnen. Kommt mal mit. Wie ihr wisst, der ist ja irrsinnig hoch und jetzt hat das Ganze wirklich mal ein Ende bekommen. Jetzt haben wir hier diesen fetten Schacht bis nach oben. Ihr seht mittig den Auslass für die Leuchte dann, die hier dann alles gut beleuchten wird. Und wirklich ein sehr, sehr cooler Raum geworden. Auch hier wieder mit Lüfter für die Waschmaschine, die dann hierher kommen wird. Und da werden sich die Regale türmen, um wirklich alles Mögliche verstauen zu können. Und über mir, weil ich es jetzt angesprochen habe, Dachboden. Das ist die Luke, wo man dann in den Dachboden hochkommt. Wenn man natürlich hoch muss. Grundsätzlich wird es, glaube ich, fast nie verwendet werden, aber es ist gut Abstellfläche und das ist das Wichtigste. Dann
Weitergehend, das Bad habt ihr ja schon gesehen, da ist jetzt aber meine Fliese drin, die zeige ich euch jetzt dann. Und jetzt schauen wir mal hier rein, das WC hier oben, auch wieder mit der Dachschräge, ihr seht es hier schön, wieder mit diesen türkisfarbenen Gipskartonplatten, alles soweit fertig, damit das dann auch wieder gespachtelt, geschliffen werden kann und dann nochmal gespachtelt. Also Q1, Q2, Q3, das wiederum die Toilette. Aber jetzt kommt es an auf das, was ihr sagt. Es ist wieder genauso, ich habe es in der Story nämlich auch erwähnt. Diese Fliese, je länger man sie anschaut, desto besser schaut sie aus. Was sagt ihr dazu? Das ist es. Die, wie heißt sie in dem Fall? Seppo di Grey White Feinsteinzeug. In der Kombination ist sie 60 breit, 1,20 hoch. Also genauso wie auch die andere Fliese, die ich euch schon gezeigt habe. Generell alle Fliesen in meinem Haus werden alle Feinsteinzeug, werden alle dieses Maß haben. Sei es jetzt im Stiegenhaus, da blende ich euch jetzt das Muster ein. Hatte ich nämlich auch schon im Haus, fühlt sich super gut an, wirklich genauso fein. Die wird ins Stiegenhaus kommen, die wird in den Technikraum unten kommen, die wird ins 4. WC, also ins zusätzliche WC unten im Stiegenhaus kommen. Und ja, ansonsten kommt sie eigentlich nirgends hin, wenn ich es überlege. Aber das ist genug Fläche. Also. Und ansonsten werden die Bäder jetzt, 2 davon, werden hellgrau. Eben genau dieses Muster blende ich nochmal ein, das ich eben das letzte Mal auch schon gezeigt habe. Und ein Badezimmer hier wird in diesem Terrazzo-Ton werden. Ihr seht es, ich bin wirklich sehr happy damit. Das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt, sind diese schwarzen Einlässe, die hier manchmal drinnen sind, die das Ganze nochmal deutlich kontrastreicher gestalten. Also nach meinem persönlichen Empfinden würde die Fliese nochmal deutlich hochwertiger und schöner ausschauen, wenn das nicht drinnen ist. Geben wir aber jetzt zum Beispiel hier weiter zurück und schaut auf die Fliese, dann nimmt man das gar nicht mehr wahr. Und jetzt stellt sich mal hier, speziell hier, den ganzen Raum in diesem Fliesenton vor, also den Boden, hier speziell die Dusche natürlich auch in dieser Fliese. Ich glaube, das hat einen richtig coolen Wow-Faktor und wird mit dem schwarzen Waschtisch, der dann hier ist, und auch der schwarze Stein, wirklich edel und wirklich sexy ausschauen. Die Frage ist, wo verwenden wir das dann? Jetzt hier oben oder erst das Untergeschoss? Das ist die Frage. Denn bei beiden ist die Kombination eigentlich gleich. Das heißt, bezüglich schwarzen Wasch, also schwarzer Stein, bei beiden Wohnungen, damit wir das ein bisschen auflockern, ist die Frage, ob wir das hier oben machen oder eben in der ersten Untergeschosswohnung. Ich tendiere ganz ehrlich dazu, dass ich diese Fliese hier oben verwende. Einfach um das Besondere hier oben noch ein bisschen mehr hervorzuheben. Oder vielleicht ist so genau der konträre Ansatz vielleicht schon die Lösung. Aber ich werde da noch ein bisschen drüber grübeln, mit ein paar Leuten drüber sprechen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, gerne was ihr davon haltet, wie euch das gefällt. Das Coole dabei, sie ist relativ fein und sie ist nicht so in your face. Also es ist schon sehr lebendig vom Muster her, aber es ist nicht so, dass du jetzt sagst, okay, du schaust dich extrem schnell davon ab, weil es doch noch so Understatement ist. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich schon ein paar Mal angeschnitten habe, zum zusätzlichen WC unten, das sich viele ja überhaupt nicht vorstellen haben können. So, hier sind wir. Erster Blick mal hier runter. Ihr seht das angesprochene Element, das hier quasi diese Nische zwischen den Treppen quasi trennt. Eine Rigipsplatte, die hier wirklich dann nochmal speziell mit der Farbe gestrichen wird, die man leichter dann abwischen kann. Also in Bezug auf Staub und sowas, weil es eben weil es einfach eine Fläche ist, wo halt leichter einfach Staub sich dann sammelt, damit man das gut reinigen kann. Hier an der Stelle ist es abgeschlossen worden mit der Treppe. Das heißt, dieser Kubus, den müsst ihr euch dann auch hier hoch nochmal gespachtelt vorstellen, komplett in einer Linie, und zwar in weiß. Also wirklich sehr, sehr fein, und ich glaube, der ganze Kubus wird da super schön ausschauen. Auch jetzt schon. Geh mal da ganz in die Ecke rein und schau da mal das an. Für alle, die sich es nicht vorstellen haben können, so ist da jetzt der Stand der Dinge. Ihr seht es hier vorne abgeschlossen. Wir haben hier extra nochmal eine Höhe gelassen, die dann genauso hoch sein wird wie die Sockelleiste, die hier gefliest wird. Das heißt, die geht hier dann rüber und da wird wieder eine Zarge drauf kommen, also eine Tür.
und hier auch bündig wieder mit der Decke abgeschlossen. Und jetzt der Blick hier rein. Da seht ihr schon den Auslass dann für das Licht. Die Stecker bzw. die Einschalter ist hier. Hier ist nochmal eine Steckdose drunter und da kommt eben dann die Toilette her. Seht ihr schon, da kann man dann entspannt sitzen und immer noch, also geht natürlich noch viel weiter raus. Also hier wird man dann ungefähr stehen. Richtig solide. Und da geht es super weit hoch. Also drehen wir uns mal, dass du das von innen siehst. Richtig fein. Und so schnell geht's und ein zusätzlicher Raum ist entstanden. Da 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 da. Muss ich da mal schauen? Ja, fein. Cool. Ja, super. Und hier unten, wie gesagt, kommen dann genau diese grauen Fliesen, wo ich euch das Muster mit dem Handy kurz gefilmt habe. Das wird alles hier drunter herkommen. Und auch hier rein in den Technikraum, wo das auch überall seinen Platz finden wird. Und mittlerweile, nächste Woche werde ich dann starten, und zwar mit der Gestaltung von den jeweiligen Giebelbrettern bzw. den Zierbrettern oder Ornamenten, wie sie auch manchmal genannt werden. Da werde ich mir jetzt ein Muster zusammenschustern aus mehreren Dingen, die ich halt so finde, die mir gefallen. Und dann werde ich das meinem Bauleiter weiterleiten bzw. meinem Polier bei der Zimmerei von der Baufirma Brandl. An der Stelle nochmal Grüße gehen raus, auch an den Radio Soda an der Stelle. Und nächste Woche werdet ihr das Haus nicht mehr so frei dastehen sehen. Aber wer weiß, vielleicht geht nächste Woche dann schon brutal viel weiter und auch das Carport. Wir werden sehen. Macht's es gut, liebe Leute, eine schöne Woche. Ciao!